Da der ursprünglich für Mai geplante Kurztrip aufgrund der sintflutartigen Regenfälle in Italien buchstäblich ins Wasser fiel, blieb uns immerhin etwas mehr Zeit, um unser Faltcaravan-Setup für die diesjährige Campingsaison zu optimieren. Am Ende sind es nun insgesamt 12 Anpassungen geworden, wobei es nicht alle bereits im Update-Video vorgestellten Elemente in der Zwischenzeit durch die Vorabtests und damit ins finale Setup für 2023 geschafft haben. Insgesamt 7 Elemente haben wir für die Campingsaison 2023 ersetzt, wobei ihr die ersten 5 davon bereits aus unserem Update-Video kennen dürftet. Darum fasse ich mich bei diesen Elementen etwas kürzer als in besagtem Video, welches übrigens hier oben verlinkt ist. Da wäre zum einen das Einweg-Multifunktionsfeuerzeug, welches durch den wiederaufladbaren Brunner Firestick abgelöst wird, der künftig per Lichtbogen unsere Gaskocher zünden wird. Dieser ist während dem Transport in der Elektroniktasche im Deichselkasten des Zeltanhängers verstaut und wird nach dem Aufbau in der Schublade direkt unter dem Gaskocher in der Küche verstaut. Der Reinhold Max Feuerlöschspray wird durch einen Feuerlöscher der neuesten Generation in Form des Maus X10 abgelöst, welcher stets griffbereit im Ablagefach unserer Faltcaravan-Küche liegt und hoffentlich auch in Zukunft gar nicht erst zum Einsatz kommt. Der etwas zu große handbetriebene Rösli Multischneider wird durch den akkubetriebenen Livington 3 Seconds Chopper ersetzt, welcher sich bereits zu Hause in der Küche bewährt hat. Da dieser über einen Akku verfügt, wandert das Ganze für den Transport neu in die Elektroniktasche, anstatt wie bisher permanent im Ablagefach der Küche zu verweilen. Die seit 2019 genutzten Isabella Regie-Stühle werden auf Wunsch der Kinder durch die etwas bequemeren Westfield Salina Klappstühle abgelöst, welche unseren Hochlehnerstühlen ähneln. Obwohl diese etwas höher sind, passen diese noch immer perfekt in den Dachgepäckträger auf unseren Zeltanhänger und stehen dann auf dem Campingplatz im Esszimmer respektive Vorzelt. Die kaputtgegangene Camplight USB-Lichterkette für den Außenbereich unseres Falthauses wird durch die deutlich stabilere Variante aus dem Hause Kampwerk abgelöst. Diese verbleibt während des Transports in der Elektroniktasche im Deichselkasten des Zeltanhängers und wird dann auf dem Campingplatz am Außenzelt befestigt und via Powerbank mit Strom versorgt. Apropos Elektroniktasche. Die seit 2 Jahren eingesetzte Falthaus-Elektroniktasche, welche all unsere elektronischen Gerätschaften und Kabel beherbergt, da diese ja nicht permanent im Zeltanhänger verstaut sein sollten, um die Akkus vor den Temperaturschwankungen in der Garage zu schützen, wird dieses Jahr ebenfalls ersetzt. Das Ganze wird nämlich vom Nachfolgemodell Quasi Version 2.0 abgelöst, welches erneut an unsere Anforderungen angepasst wurde und nun unter anderem über Fächer im Innen- und Außenbereich verfügt, um das Verstauen und Finden der einzelnen Elemente zu verbessern. Aktuell handelt es sich hierbei also noch um einen Prototypen. Sollte sich die neue Falthaus-Elektroniktasche allerdings dieses Jahr im Campingalltag bewähren, dürfte diese bald auch über die offizielle Webseite respektive falt.haus für alle Falterbesitzer erhältlich sein. Last but not least wird für 2023 auch noch unsere bewährte Zero Breeze Mark II Klimaanlage, welche bei der Hitzewelle im vergangenen Sommer erstmals an ihre Grenzen stieß, durch die neue und deutlich leistungsstärkere EcoFlow Wave 2 abgelöst, welche im Gegensatz zur Zero Breeze zwischen Kühlen und Heizen umschalten sowie eine Wunschtemperatur halten kann. Nach dem Sommerurlaub gibt es dazu natürlich noch einen ausführlichen Testbericht aus der Praxis mit Fokus auf die Kühlleistung, wobei ich die Heizfunktion dann wahrscheinlich spätestens während dem Caravansalon in Düsseldorf ebenfalls in der Praxis auf Herz und Nieren testen kann. Während des Transports verbleibt diese im Kofferraum unseres Zugfahrzeuges und wird dann auf dem Campingplatz im Wohnzimmer respektive Hauptzelt unseres Faltcaravans aufgebaut. Dies bringt mich bereits zu den insgesamt 5 Elementen, welche in diesem Jahr neu in unser Faltcaravan-Setup aufgenommen werden, wobei es nur 4 der 5 bereits im Update-Video vorgestellten Elemente durch die Vorabtests und damit ins finale Setup geschafft haben. Denn der faltbare Eurotrail Wasserkocher hat es leider nicht geschafft. Die Zeitersparnis im Vergleich zu einem herkömmlichen Topf auf dem Gaskocher war schlichtweg zu gering, wie auch dessen Fassungsvermögen von gerade einmal 0,8 Litern. Die Vorabtests bestanden hat dafür die stromarme Coffee Bee Globe Kaffeemaschine, welche nebenbei praktischerweise keinerlei Abfall produziert. Diese steht während dem Transport ebenfalls im Kofferraum unseres Zugfahrzeuges und dürfte auf dem Campingplatz wohl am ehesten auf dem Campingschrank im Wohnzimmer respektive Hauptzelt zu stehen kommen.
Das Isabella Solarlampenset, welches für stimmungsvolles Licht auf dem Campingtisch im Esszimmer und dem Campingschrank im Wohnzimmer sorgen soll, hat die ersten Tests ebenfalls überstanden und verbleibt für den Transport in der Elektroniktasche im Deichselkasten. Die Ecomart Standplatte, um unseren Heizlüfter künftig auch auf weiche und unebene Flächen stellen zu können, zum Beispiel in oder zwischen den Schlafkammern, wird provisorisch im Kofferraum transportiert und könnte im Falle eines Standplatzes wohl in den Zeltanhänger wandern. Das Kamuk Swiftlet Bundle, bestehend aus Hängematte und passendem ultraleichten Hängemattenständer, damit wir künftig auch ohne Bäume auskommen, wurde zu Hause ebenfalls bereits im Garten ausgiebig getestet und passt für den Transport praktischerweise in den Dachgepäckträger auf den Zeltanhänger. Dafür ist zusätzlich noch der akkubetriebene und nachfüllbare Thermacell E90 Mückenschutz neu hinzugekommen, nachdem ich in den letzten Monaten so oft danach gefragt wurde, was ich denn von Thermacell halte. Darum habe ich diesen nun für das in der Regel offene Esszimmer respektive Vorzelt und den Außenbereich zugelegt, um zu sehen, ob es das Ding tatsächlich schafft, eine mückenfreie Zone rund um unser Falthaus aufzubauen. Ich persönlich bin gespannt und werde euch natürlich direkt nach oder vielleicht sogar bereits während dem mehrwöchigen Sommerurlaub wissen lassen, ob Thermacell wirklich etwas taugt. Apropos Urlaub. Wenn du dieses Video siehst, stehen wir höchstwahrscheinlich bereits unweit von Lazise auf dem Campingplatz Spiaggia d'Oro am Gardasee. Und somit gibt es auf unserem Instagram-Kanal auch wieder täglich neue Stories direkt aus dem Sommerurlaub. Es ist auch der ideale Zeitpunkt, um via Instagram Fragen zu stellen, da ich diese dann direkt mit entsprechenden Fotos unseres aufgebauten Faltcaravans beantworten kann. Wie gewohnt findet ihr sämtliche erwähnten Anpassungen für das Faltcaravan-Setup 2023 zusammen mit allen anderen Elementen unserer Campingausrüstung über den einfach zu merkenden Link falt.haus/setup, welcher natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Unser Camplet Passion Zeltanhänger bringt mit dem angepassten Setup nun übrigens 495 Kilogramm auf die Waage. Sprich, wir hätten aktuell also noch 5 Kilogramm übrig, bis das maximal zulässige Gewicht von 500 Kilogramm erreicht würde. Auch bei der Stützlast haben wir derzeit noch knapp 1 Kilogramm vorrätig, bevor die maximal 50 Kilogramm ausgeschöpft sind. Wie wir diese Gewichtsverteilung genau hinbekommen haben, könnt ihr ebenfalls unter falt.haus/Gespann respektive dem Menüpunkt Gespann auf der Webseite nachschauen. Dort sind sämtliche Elemente unseres Setups nach der Unterbringung während des Transports sortiert. Neben der jährlichen Roomtour folgt im Anschluss an den Urlaub dann auch wieder der erste Teil des Fazits zu unserem Faltcaravan-Setup für 2023 sowie zahlreiche Testberichte. Also unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn du künftig kein Video mehr verpassen möchtest. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Sommerurlaub. Bis zum nächsten Mal und frohes Campen!